Dort hinten kann man schon die IS-Flagge erkennen. Wir waren jetzt bei der ersten Front, es ist verdammt heiß. Wir sind Entweder ist da hinten gerade irgendwas explodiert oder wird einfach verbrannt. Ziemlich normal in der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Wir sind gerade auf dem Weg zur Front in Kirkuk. Das bin ich, Noah, 19, Abiturient. Jeden Tag informiere ich mich über den Kampf gegen den IS, versuche vor allem die ganzen Hintergründe zu verstehen. Aber ich will dem Konflikt auch mal näher kommen als nur auf Papier und Bildschirm. Das mache ich jetzt für 7 Tage. Scheiß auf die Rolex, für mich bleibt die Zeit stehen. Es ist lange her, ich hab Heimweh. Svara, unser Fahrer, hat eine Vorliebe für kurdischen Deutschrap. Der Weg zur Front führt uns durch Dörfer, die einst in der Hand des IS waren. Viel mehr als Trümmer ist von ihnen nicht übrig. Das hier sind die Peschmerga, die Soldaten der autonomen Region Kurdistan, einem von Kurden selbstverwalteten Gebiet im Norden des Irak. Wir sind verabredet mit einem General. Das Treffen wurde für den pro-kurdischen Aktivisten und FDP-Politiker Tobias Huch arrangiert. Ich begleite ihn. Was für ein Empfang. Ein militärischer Appell der kurdischen Kämpfer. Peschmerga, das ist kurdisch für die dem Tod ins Auge blickenden. Mir fällt sofort auf, dass viele Frauen in den Reihen der Kämpfer sind. Sie besetzen wohl auch leitende Posten. 50 bis 60 Kämpfer sind hier stationiert. Noch heute Nacht werden sie einen Angriff gegen den IS starten. General Yazan Panah führt uns in den Stützpunkt. Ich sehe mich erstmal um. Der IS ist gerade einmal 1 Kilometer entfernt. They don't have sniper for here? No, sniper is not coming here. It's far away. That's good. Nicht weit weg. Man sieht dort hinten doch schon die IS-Flagge wehen. Das hier ist der letzte Stützpunkt, bevor das ISIS-Territorium anfängt. Aber gut, die Lässigkeit eines Soldaten hat wahrscheinlich kein 19-Jähriger, der noch nie eine Waffe in der Hand hatte. Hier sind Kämpfer in meinem Alter. Die sind der Abgebrühter. Ich will eine andere Perspektive zur klassischen Berichterstattung bieten und die treffen, die mir aus erster Hand Hintergrundwissen und persönliche Infos über den Konflikt geben können. Auf die Reise konnte ich mich leider kaum vorbereiten. Gerade einmal eine Woche hatte ich Zeit. Kannst du mir schütten? Trotz der Hitze von 45 Grad will ich einen kühlen Kopf behalten. Denn ich möchte auch die Chance nutzen, mal kritische Fragen zu stellen, die mir bei anderen Reportagen zu kurz kommen. Aber zunächst will ich mit Kämpferinnen reden, denn das hier auf Frauen kämpfen fasziniert mich. Vor allem, dass manche von ihnen kaum älter sind als ich. بەرپرسی دەدەینەوە بەڵام ئێمەش کاری ڕۆژانەمان لێرە هەر ئاسایی هەروەکو پێشمەرگەکانە شوێنی خۆمانەیە ئیسراحەتی خۆمانەیە تەمرینی خۆمانەیە شوێنەکانمان جیان بەس بۆ کاتی شەڕەکان پێکەوەین بۆ هجوم و شتە. Can you ask them if it's true that Daesh are scared of women because they don't become shahid when they die? Svara, unser Fahrer, übersetzt. So it's true. Yeah, it's true. Yeah. Okay. Ich frage den General nach einem Interview. Would you give this young journalist this greenhorn? Der Mann, der wegen seines Aussehens im Netz auch kurdischer Stalin genannt wird, hat Zeit. Fun Fact, den Spitznamen mag er nicht. Bis zum Kampf gegen den IS kannte kaum jemand die Kurden. Jetzt machen sie sich einen Namen als effektive Kämpfer gegen den IS. Warum, frage ich ihn. کۆمەلگایەکە چوەک خەڵکەکەی چەوەکو قیادە سیاسیەکەی هەڵگری ئایدیا دیموکراتیەکانن هەڵگری ئایدیا لیبرالیەکانن هەڵگری ئایدیاکانی ئازادی و مافی مرۆڤ و ئاشتی و پێکەوە ژیانن. Ihr jahrhundertalter Traum. Ein eigener Staat, damit sie frei und selbstbestimmt leben können. Fuck, Akku alle.
Don't be nervous, it's okay. Oh, he's an important man. Und ich will seine Zeit nicht vergeuden, denn ich habe noch mehr Fragen. 2015 wurde den Kurdenkämpfern nämlich von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International vorgeworfen, sie würden Araber gezielt daran hindern, in ihre Häuser zurückzukehren, nachdem diese vom IS zurückerobert wurden. ڕەنگە خەڵکانێک بن یان شارەزانە بن یان دەنازانیاری بە ئەنقەست دژی پێشمەرگە بڵاو بکەنەوە بە پێچەوانەوە ئێستا ئێوە لە شوێنێکەوە هاتن کە دەیەکی گوندێکە هەمووی عەرەبە و پێشمەرگە دەی پارێزێ من دەتوانم ئێستا تۆ بەرم بۆ مەجموعەدەیە نەیەک گوند مەجموعە گوندێکە هەمووی عەرەبە یەک تاکە ماڵی کوردیشی تێدا نییە کە ئێرە خاچی کوردستانیشە یان دوو بس نیوەی عەرەبە و پێشمەرگە پارێزگاری لەوانیش دەکات وەکو هەر هاوڵاتێکی دیکە بەعزە شتێکی تر هەیە بەعزە شوێنێکەیە لە دەست داعشدا بووە پێشمەرگە گرتوویەتی ئەگەر بێت و ڕێگە بدا ژن و منداڵ و خەڵکی مەدەنی بڕوا دەکەوێت بەسەر مەیدانێک لە TNT و لە لوغمدا و هەمووی پارچە پارچە دەبێت. Die meisten der Kämpfer hier sind sunnitische Muslime, wie die Mehrheit der Kurden. Yazan Panach wünscht sich die Koexistenz und den Zusammenhalt aller Religionen. دەزانی دەبێت لە نێوان خەڵکێکی مەدەنی و ئاسایی کە باوەڕی بە دینی خۆی هەیە بە دینێک هەیە لەگەڵ ئەو گروپانەی کە بەناوی ئەو دینەوە تاوان دەکەن جنایەت دەکەن تیرۆر دەکەن جیاوازی دابنی خەڵکێکی مەدەنی کە باوەڕی بە ئاینەکەی خۆی هەیە لە من و تۆ زیاتر دژی داعش و دژی تێرۆرە بەڵام لەو باوەڕەدام کە نا مسلمانەکان ینی نە کۆمەڵگاکانی ئیسلامی و نا جیهانی مەسیحیەت و دینەکانی دیکە دەبێ هەموو پێکەوە بەرەنگاری تێرۆر بنەوە جا ئەو تێرۆرە سەر بە هەر ئاین و دینێک بێت. Ein Peschmerga, mit dem ich am gleichen Tag sprach, hatte jedoch eine andere Meinung. In seinen Augen zeigt der IS das wahre Gesicht des Islam. Ich frage mich, wie viele Peschmerga diese Meinung wohl teilen. It's tea time. Prio Nummer 1. Auch an der Front will niemand darauf verzichten, außer dem General. Ohne Tobias Huch würde ich jetzt nicht hier sitzen. Embedded Journalism nennt man das, wenn man zum Beispiel mit einem Politiker in einer Region unterwegs ist. Dafür schieße ich ab und zu auch mal ein Foto von ihm und dokumentiere die Arbeit seiner Flüchtlingshilfe. Als Deutscher ist er hier sehr gerne gesehen, denn wir schicken den Peschmerga die Panzerabwehrrakete Milan. Dafür sind sie sehr dankbar. Sometimes ISIS is coming with the car is bombing. He can't do anything. His Peshmerga is half who's helping. He's very helping us. This weapons, Milan. Nur durch Huch kann ich mit so wichtigen Leuten reden. Alleine hätte ich das vergessen können. So kam es, dass ich vor wenigen Tagen mit ihm im Flieger Richtung Nordirak sitze. Ich habe vor 2 Jahren mit Gunter Völker eine Hilfsorganisation gegründet, die nennt sich Liberale Flüchtlingshilfe. Wir sind gestartet mit der Aktion Wasser für Kurdistan. Mittlerweile haben wir gut 2 Millionen Flaschen Trinkwasser an Flüchtlinge in der Region Kurdistan im Nordirak ausgeliefert. Wir landen in Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. 40 Kilometer von der IS-Front entfernt gibt's Werbung für die neuesten Handys. Die Stadt ist westlicher als ich dachte. Man spricht sogar vom neuen Dubai, wäre da nicht der Krieg vor der Haustür. Und die Folgen dieses Krieges sehe ich schon zu Beginn unserer Reise. Wir fahren in ein Militärkrankenhaus nach einer Voroffensive gegen Mosul. Filmen durfte ich dort nicht. Es gab ein Riesenchaos. Angehörige wollten zu ihren verletzten Verwandten, der Sicherheitsdienst musste sie zurückhalten. Für mich eine bedrückende Situation. Es war das erste Mal, dass ich sowas miterlebt habe. Es war wirklich direkt nach der Offensive, haben sie halt eben alle Verletzten reingebracht. Da gab es Leute, die von Scharfschützen angeschossen wurden. Dann gab es welche, die auf Minen getreten sind. Der IS hat das komplette Gebiet, das er unter seiner Kontrolle hat, vermint. Und es wird unglaublich lange dauern, die loszuwerden. Auch sehe ich einen 9-Jährigen, dessen Bein amputiert werden musste, nachdem er bei seiner Flucht auf eine Mine trat. Daran denke ich den ganzen nächsten Tag bei meinem Besuch von Flüchtlingscamps zusammen mit der liberalen Flüchtlingshilfe.
Hier seht ihr, wie eines der sogenannten wilden Camps aussieht. Die Kinder wohnen mit ihren Familien in Zelten, die in Rohbauten aufgebaut sind. Den Flüchtlingen fehlt es am nötigsten. Wasser bringt Hilfsorganisationen. Heute sind es 70.000 Flaschen. Krass, wie viele Kinder es hier gibt und wie wenig es braucht, um sie glücklich zu machen. Ich werde regelrecht belagert und nahezu jedes Kind will fotografiert werden. Einerseits freut es mich, die Kinder lachen zu sehen, aber andererseits muss ich auch daran denken, was sie in ihrem kurzen Leben wohl alles durchgemacht haben müssen. Eine dunkle Vorahnung habe ich bei dieser Szene. Seht mal genauer hin, der Junge unten links. Wie alle Kinder macht er das Victory-Zeichen. Aber was hat er davor gemacht, bis seine Schwester ihn korrigiert hat? Die Ein-Finger-Geste des IS. Wie ich später erfahre, kommt er aus ehemaligem IS-Gebiet. Wer weiß, was er da gesehen und erlebt hat. Ich bin wieder da, wo gegen die Terrormiliz gekämpft wird. Mit speziellem Geleitschutz zu fahren, fühlt sich zwar sicherer an, aber irgendwie auch befremdlich. Wir treffen den nächsten wichtigen Militär, Dr. Kemal, der unter anderem in Österreich studiert hat. Was soll ich machen? Vom ehemaligen kurdischen Parlamentssprecher bekommen wir Eindrücke vom Kampf der Peschmerga gegen den IS. Das Selfmade-Gewehr hier kann übrigens 360 Grad schießen und wird elektronisch mit einem Screen gesteuert. Oder das Ding hier in Mad Max-Manier soll die stärkste Waffe des IS sein. Vollgestopft mit TNT fährt es ein Selbstmordattentäter in die feindlichen Linien. Eins dieser Ungetüme sehe ich später. Und was man hier sieht, ist eins der größeren Modelle, sage ich jetzt mal. Sieht ja fast aus wie eine Dampflok. Und hier sieht man eben, wie dick die Stahlplatten sind. Und das hat der IS eben mit sehr vielen Autos gemacht. Zurzeit ist das die stärkste Waffe von ISIS. Nach 7 Tagen geht es wieder zurück. Am Anfang habe ich euch versprochen, dass ich noch persönliche Eindrücke der Peschmerga sammeln will. Also fernab der Standardparolen und der Kriegspropaganda. Neben mir sitzen 2 junge Kämpfer, Mazin und Reva. Can you ask him how old he is and since when he's fighting for the Peshmerga? چند سالی چند که شرکتی با پیشمرده؟ كمان 2 ساله معي تقريبا 2 سال من 3 ساله شربوا پیشمرده 18 years old and since 2 years fighting to Peshmerga. So entsteht ganz zufällig aus meiner Sicht das authentischste Interview meiner Reise. You're only 23, and people in your age in Europe, for example, or in the West, they study at college or they go partying in clubs. So what do you think of that? Would that be for you, or do you think your life is a soldier life? I don't care about them. I don't care about them. I think I am hero. I'm fighting for my country. I'm fighting for my land. Because I'm so happy. I'm so happy. One day I was die for my country. Krasse Worte, die ich mir aber 100%ig abkaufe. Schließlich mussten die Kurden schon immer um ihre Existenz kämpfen. Frauen kämpfen bei den Peschmerga gleichberechtigt. Aber was halten denn die beiden davon? I think we are not different with them. But like them we are and that's normal fighting with us. Mazin setzt noch einen drauf. So eine feministische Aussage habe ich von einem 18-jährigen Moslem im Nahen Osten wirklich nicht erwartet. Cooler Typ, denke ich mir. Jetzt geht's für mich aber wirklich nach Hause. Und für sie geht der Kampf erst los. Auch Mazin und Reva sind beim Sturm auf Mosul dabei. Die Befreiung der Millionenstadt würde das Ende des IS im Irak besiegeln. Ich befürchte jedoch, dass das Land auch nach der Zerschlagung der Terrormiliz nicht zur Ruhe kommen wird. Die Kurden werden ihren eigenen Staat fordern und die Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten werden auch nicht plötzlich abreißen. Für ein Happy End fehlt mir schlichtweg die Hoffnung.